Würdet ihr gerne mit eurer Nähmaschine schreiben können, wisst aber nicht wie und traut euch deshalb nicht? Kalligrafie mit der Nähmaschine ist genauso einfach wie mit einer Schreibfeder. In diesem Video geht es um die Grundlagen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, schön, dass ihr dabei seid. In der Kalligrafie benutzen wir Federn mit unterschiedlichen Spitzen. An dieser Feder haben wir eine schräg angeschnittene Spitze, die nächste Feder hat eine sehr breite Spitze und unser Füllfederhalter weist einen Kugelkopf auf. Alle drei Federn geben unser gleiches Motiv unterschiedlich wieder. Wenn wir mit der schräg angeschnittenen Spitze einen Schwung zeichnen, dann ist er am Anfang sehr kräftig und am Ende läuft er aus. Am Ende haben wir keine Farbe mehr an unserer Feder, am Anfang haben wir noch sehr viel Farbe an unserer Feder und daher einen sehr breiten, kräftigen Strich, der am Ende immer leichter und dünner wird. Auch unsere Linien sind unterschiedlich stark. Wir haben hier einen breiten Anfang und hier zwischendurch immer schmale Stellen. Je nachdem, wie wir unsere Feder aufsetzen, können wir eine breitere Linie erzeugen oder wir können eine sehr schmale Linie erzeugen. Setzen wir unsere breite Feder auf und zeichnen mal den gleichen Schwung, sehen wir das viel klarer. Wir haben den breiten Anfang mit den schmalen Stellen. Unsere Kugelkopfspitze hat dann immer gleiches Bild. An der Nähmaschine finden wir die gleichen Komponenten wie bei der Kalligrafie. Unser Stift ist unsere Nähmaschine, unsere Feder ist unsere Nadel. Die Breite unserer Feder stellen wir an der Breite eines Zickzackstichs ein. Unsere Tinte ist selbstverständlich unser Garn und unser Papier, das ist unser Stoff. Die breite oder die schmale Position, die wir mit der Handhaltung wiedergeben, können wir umsetzen mit Hilfe eines Stickrings. Der erlaubt uns, unser Arbeitsstück genau in dem Winkel anzusetzen, den wir brauchen, um einen schmalen oder einen breiten Strich zu erzeugen. Bevor wir beginnen, versenken wir unseren Transporteur, stellen die Stichlänge auf 0, spannen unseren Faden ein und wir legen los. Unseren Stickrahmen möchten wir nun auf unseren mit einem Vlies verstärkten Stoff aufsetzen. Das ist der Stickrahmen von W6. Ihn gibt es in zwei Größen. Das hier ist der größere der beiden. Wir haben einen Kunststoffreif und in dem Kunststoffreif ist noch ein Metallreif eingesetzt, den wir über diese beiden Klemmen lösen und wieder einsetzen können. Zwischen Metallreif und Kunststoffreif setzen wir unseren Stoff. Das heißt, wir nehmen einmal den Metallreif zur Seite, setzen den Kunststoffreif unter den Stoff an der Stelle, an der wir nachher auch arbeiten möchten. Wir nehmen den Metallreif und schieben einmal diese beiden umgeschlagenen Griffe zueinander und setzen den Metallreif nun in den Kunststoffreif hinein. Schieben das auseinander und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Das Ganze sitzt schon ganz ordentlich. Ich drehe das einmal um. So, dann habe ich hier so kleine Ecken. Da sehe ich, da sitzt das noch nicht so hundertprozentig. Das würde reichen. Mir reicht es noch nicht. Das heißt, ich schiebe jetzt einmal meinen Reif nochmal, ich greife einmal richtig in diese Ecken hinein und schiebe das Ganze noch einmal richtig hinein. So, dass wir richtig viel Halt haben und wir gut und sicher arbeiten können. Und wenn wir jetzt schauen, dann haben wir hier unseren Stoffansatz komplett unter unserem Kunststoffreif. Das ist das, was wir gerne haben möchten. Damit können wir arbeiten. So schieben wir das gleich unter die Nähmaschine. Ich habe unter meine Maschine so eine weiße Unterlage gelegt. Die hat auf der einen Seite eine Haftseite und auf der oberen Seite ist sie sehr glatt. Wir halten dadurch eine gerade Fläche. Ich will das mal eben wegnehmen. Wir haben hier sehr viele Übergänge, immer so kleine Kanten. An denen möchten wir gleich mit unserem Stickrahmen nicht hängen bleiben. Da ist es hilfreich, wenn wir uns eine Matte unterlegen, die eine sehr glatte Oberfläche und eine haftende Fläche auf der Rückseite hat. Wir legen das genau so, dass unser Ausschnittloch genau übereinstimmt
mit dem Loch, über den wir gleich unseren Faden holen, damit wir unsere Nadel versenken können. Darauf müssen wir ein bisschen achten. Wenn wir das haben, brauchen wir nur noch unseren Stoff unterschieben. Wir schieben unseren Stickrahmen unter unser Füßchen. Wir haben nichts aufgezeichnet. Wir versuchen einfach freie Schwünge hinzubekommen. Versucht ein Gespür zu bekommen zwischen eurer Nähmaschine, eurem Faden, eurer Nadel, eurem Stoff, dem Rahmen und dafür, wie ihr das Ganze schiebt. Dafür sind diese Schwünge ganz ideal. Zunächst einmal schauen wir, wo möchten wir unser Motiv denn unterbringen. Ich möchte gerne meinen Griff auf der einen Seite halten, der soll mir nicht im Weg sein. Ich möchte von der linken Seite in einem leichten Schwung zur rechten Seite kommen, einen Bogen nach oben schlagen, wieder nach unten wegtauchen und meinen auslaufenden Bogen möchte ich dem oberen Bogen folgen lassen. Das klingt ganz einfach, wir haben nichts aufgezeichnet, alles was passiert ist genau das, was sein soll. Wir haben eine 60er, vielleicht auch 70er Nadel eingespannt. Wir haben ein Füßchen, das uns genug Spielraum bietet, damit sich unsere Nadel auch weit hin und her bewegen kann und das uns viel Sicht lässt. Unser Füßchen ist weiter abgesenkt als beim Quilten. Nun holen wir unseren Unterfaden nach oben. Über Nahtanfang und Ende habe ich ein extra Video eingestellt, das ich euch hier oben jetzt nochmal einblende. Wir legen los. Wir halten zunächst einmal beide Fäden fest, versenken unsere Nadel und nähen ein paar Mal hin und her auf der Stelle. Das reicht schon. Und nun möchten wir einen schönen Schwung hinbekommen. Wir schieben unseren Rahmen, wir greifen von der Seite, wir drücken nicht oben auf, wir greifen seitlich. Das machen wir mal. Halten unsere Fäden auch noch fest, das auch noch. Und dann haben wir eigentlich schon alles. Und wir fangen an, wir nähen einfach nur hin und her. Wir nähen zickzack und wir möchten ein dichtes Stichbild haben. Das heißt, wir lassen unsere Maschine sehr schnell laufen, wir schieben unseren Stoff aber sehr langsam. Hier haben wir jetzt alles mitgenommen, was passieren kann. Hier habe ich ein paar Stiche ausgelassen, weil ich zu schnell geschoben habe. Am Anfang habe ich keinen Einstieg in meinen Schwung gefunden und hier habe ich meinen Rahmen viel zu schnell bewegt und habe dadurch keine schönen Stiche bekommen. Wenn ich sagen möchte, das Ganze mache ich jetzt lieber nochmal, aber mein Stoff ist jetzt versaut, er ist nicht versaut. Wir heben einmal unseren Unterfaden hoch. So, und was wir jetzt machen ist, wir lösen das Ganze mit unserem Nahttrenner. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. So, wir setzen unseren Nahttrenner genau so an, dass wir einmal durch unsere oberen Schlingen gehen. Und wir schieben. Das machen wir bei unserem ganzen Stück. Das Ganze sieht dann so aus. Und unsere Fäden können wir von oben abziehen oder aber von der unteren Seite. Euren Stoff spannt ihr dann noch mal ein bisschen nach und wenn wir uns das jetzt anschauen, sehen wir, er hat überhaupt nicht gelitten. Wir können das Ganze noch einmal machen. Das heißt, ihr könnt das wiederholen auf der gleichen Stelle einige Male, nicht so oft ihr wollt, aber einige Male. Es ist also gar kein Problem, damit ganz viel Ruhe ranzugehen und sich einfach mal was zu trauen. Wir holen wieder unseren Unterfaden nach oben. Und die Erfahrung, die wir gerade gesammelt haben, nehmen wir bei unserem zweiten Schwung mit.
Wir schneiden die Anfangsfäden ab, heben die Nadel, holen unseren Unterfaden nach oben, auch dazu wieder das gleiche Video, stechen noch einmal durch und hier kommt unser Unterfaden. Das Paketchen schneiden wir ab und unser Schwung ist genäht. Unser Schwung ist fertig und nun können wir ihn weiterverarbeiten, wie immer wir das gerne mögen. Dazu schneiden wir ihn nun noch einmal aus. Wir entfernen wieder unseren Rahmen, streichen das Ganze ein bisschen glatt. Wir können das bügeln. Da ich aber einen Ausschnitt wählen möchte und mich schon an diesem runden Rand orientieren möchte, lasse ich es genau so, wie es ist. Ich nehme mir einfach mal einen Teller. Mein Mittelpunkt vom Motiv ist hier, mein Tellermittelpunkt ist hier. Das lege ich Pi mal Daumen übereinander. Ich kann es ja nachher immer noch korrigieren. Ich möchte es nun erst einmal groß genug zuschneiden. Lege meinen Teller auf und schneide einmal mit meinem Rollschneider meine Kanten nach. Ich hoffe, dass es geht. Es geht, nur noch nicht überall. Meinen Schwung habe ich zugeschnitten und nun kann ich ihn verwenden, wo immer ich das gerne möchte. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr gebt der Sache eine Chance und probiert das selber einmal aus. Es macht richtig Spaß und man kann sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge mit Kalligrafie an der Nähmaschine machen. Dazu wird es weitere Videos geben und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und vielleicht berichtet ihr mir in den Kommentaren von euren Arbeiten. Bis dahin, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter nähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!